Wir sind nun seit bald 3 Jahren entlang der Panamericana in den Amerikas unterwegs. Und wir können sagen, wir haben viel gesehen. Aber was wir nun in nur 2 Tagen erleben, geht über unsere Vorstellungen hinaus. Wahnsinn, was war das jetzt gerade? Das ist doch nicht möglich. Wir befinden uns im traumhaften Nationalpark Torres del Paine im chilenischen Patagonien. Und zu Beginn gilt unsere Aufmerksamkeit besonders der körperlichen Herausforderung, die uns auf dem Weg zum Wahrzeichen des Parks erwartet. Sich gelohnt, oder? Wahnsinn, ja. Doch da ahnen wir noch nicht, was für unglaubliche Begegnungen hier sonst noch auf uns warten. Also wir haben jetzt schon vieles gesehen, aber das ist unglaublich. Hola und buenos dias zu diesem neuen Vlog. Schön euch dabei zu haben zu dieser frühen Stunde. Wir sind heute richtig früh aufgestanden, denn wir haben was Besonderes vor. Schon lange reden wir von dieser Wanderung, die wir unbedingt machen wollen. Es soll zu diesen Bergen hier hinten gehen, die noch teilweise versteckt sind in den Wolken. Aber wir hoffen, bis wir da oben ankommen, verziehen sich die Wolken und wir haben die perfekte Sicht auf die Türme. So heißen die Berge. Das sind die Torres vom Nationalpark Torres del Paine. Und die sind wohl sehr besonders und wir freuen uns richtig, dass wir euch dabei haben dürfen, wenn wir sie uns ansehen können. Ja, und wie ihr schon gesehen habt, wir sind nicht alleine hier. Also wir sind mit Lena und Flo hier. Ja, gemeinsam macht so eine Wanderung natürlich noch viel mehr Spaß. Obwohl, bis jetzt war sie noch ganz gemütlich. Ich glaube, der anstrengende Teil fängt jetzt dann an. Wow, was für eine Belohnung für diesen ersten Anstieg. Ja. Ist doch mega. Einfach so dieses Tal, das ist krass. Und der Gletscher dahinter. Gletscher dahinter, ja. Ja, aber es sind immer noch Wolken da. Ich weiß nicht, ob die Sicht danach so richtig gut ist, aber jetzt sehe ich gerade, da oben ist sogar ein kleines Fleckchen Sonne am Berg. Also irgendwie, ja, typisch patagonisches Wetter, ein bisschen von allem, aber vielleicht haben wir ja wirklich Glück, wenn wir oben ankommen. Es gibt hier eine Frucht, die ist so typisch für diese Gegend, Calafate heißt sie. Das sind kleine Beeren, mich erinnern sie an Blaubeeren, also Heidelbeeren. Sehen aber ein bisschen anders aus und sind wohl säuerlicher. Am besten habe ich sie bis jetzt gegessen mit Schokoeis zusammen. Das ist so ein Patagonia-Eis, das es hier immer gibt. Das ist so gut. Aber ja, hier sieht man eben auch, wie die überall wachsen. Sie sind noch nicht ganz reif, sonst würde ich sie gleich essen. Aber cool, dass man so diese patagonische Nationalfrucht hier überall sieht. Die erste Hälfte haben wir hinter uns. Eigentlich hätten wir hier übernachten können. Ja, voll. Hier mit diesen Dachzelten. Eigentlich schon cool. Aber wahrscheinlich kostet es ein Vermögen. Und man sieht hinter mir richtig viele Leute und richtig viele Mücken. Irgendetwas schwirrt hier. Ja, Ich glaube, wir laufen weiter, oder? weiter geht's. Weiter geht's.
Was mir richtig gut gefällt an der Wanderung ist, dass man halt mal durch Wald, durch Geröll läuft. Es geht hoch und runter. Ich glaube, der richtig anstrengende Teil, der kommt erst noch. Aber schon eine richtig coole Wanderung. Und auch die verschiedenen Gerüche hier im Wald. Schon sehr speziell. Also hier jetzt gerade nach Scheiße gerochen. Aber sonst eigentlich schon sehr schön. Wie es aussieht, haben wir jetzt die Bäume verlassen und gehen jetzt so einen richtig felsigen Teil. Ja. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennt. Die Sonne kommt. Mal schauen, wie es da oben ist. Ja, mal sehen. Also vor mir sehe ich viel weiß. Ich glaube, da ist doch ein bisschen Nebel noch, aber ich glaube, wenn wir diesen Teil hinter uns haben, dann ist es nicht mehr weit. Sieh dir das an! Wir haben es geschafft. Und es sieht richtig Wahnsinn, imposant aus. Ja. Wow. Sich gelohnt, oder? Schön aus. Hat sich gelohnt. Wahnsinn, ja. Und ich finde es auch richtig gut mit den Wolken, oder? Also, Ja. blauer Himmel ist langweilig. Das ist schon unglaublich, dass wir jetzt hier so einfach unser Frühstück mit dem Ausblick genießen können. Das ist Wahnsinn. Und wir haben auch vorhin noch kurz nachgelesen, wie die Türme überhaupt entstanden sind, weil das ist ja schon eine sehr spezielle Form, die sie da haben. Und tatsächlich ist das entstanden durch Magma, das von unten eigentlich hochgekommen ist, aber nicht durch das Sediment durchgebrochen ist. Also es hat die Steine quasi so hoch geformt. Aber es war kein klassischer Vulkanausbruch, wo die Lava dann eben auch ausströmt. Und deswegen sehen die Berge so aus. Es ist unglaublich, wirklich. Und für das, dass heute schlechtes Wetter angesagt wurde, also ich glaube, besser hätten wir es nicht hinbekommen. Ja, wirklich. Also gestern, als wir hierher gefahren sind, hat man ja gar nichts gesehen. Also vom geregnet. Parkplatz sieht man so ein bisschen was, aber gestern war einfach grau. Und das ist schon Hammer. Ja, beim mittleren Tor. Unten, also auf der linken Seite. Es war richtig schön hier. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hochzukommen. Auf jeden Fall. Haben wir eigentlich die Türme mal komplett gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. So halb. Wir saßen jetzt etwa eine Stunde hier und haben einfach länger, 2. haben einfach Wolken und Nebel beobachtet. Aber es war trotzdem schön. Richtig schön, ja. Ja. Aber man merkt auch, jetzt kommen langsam so die vielen Leute, die eben nicht um 6 Uhr losgelaufen sind. Also wird es für uns Zeit, glaube ich, runter zu gehen. Und wir sehen uns dann gleich unten. Wir haben es geschafft, wir sind wieder zurück im Van. Wir sind, ich glaube, ich kann für beide sprechen, wir sind richtig geplättet. Mir tun die Füße weh. Ja. Das letzte Stück hat sich echt gezogen. Ja. Wir waren jetzt insgesamt 7,5 Stunden unterwegs, also am Wandern.
Ja. Haben, keine Ahnung, 1200 Höhenmeter gemacht, über 20 Kilometer. War eine richtig anstrengende Wanderung, aber eine richtig schöne Wanderung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, war Ja. wunderschön. Aber ich glaube, wir machen es uns jetzt gemütlich. Vielleicht gönnen wir uns ein Bierchen, stoßen jeden drauf an Fall. auf diesen Weg. Und dann gucken wir, wann Ja, wir legen die Kamera wieder in die Hand nehmen. auf jeden Fall jetzt auf die Seite. Wo magst du sitzen, Maro? Das hat heute richtig gut getan, mal wieder auszuschlafen, nachdem wir gestern ja so früh aufgestanden sind. Und ja, die Beine, die spüren wir immer noch. Also es Ja. war doch eine ganz strengende Wanderung, aber eine richtig schöne Wanderung. Ja, und ich würde auch sagen, es lohnt sich trotzdem, wirklich früh loszugehen. Denn gegen Mittag waren oben ja schon echt viele Leute. Also die großen Gruppen gehen alle gegen 8 Uhr los. Und wir sind um 6. Das war eigentlich ideal. Ja, also vor allem als wir runtergelaufen sind, haben wir gemerkt, wie diese Massen an Leuten gekommen sind, und das war dann nicht mehr so cool. Auch die Anstrengung ist es auf jeden Fall wert. Also es gibt ja 2 große Anstiege, wobei der letzte wirklich auch der steilste ist. Da muss man sich wirklich nochmal verdienen. Aber auch dazwischen gibt es etwa in der Hälfte eine Möglichkeit, Trinkwasser einfach so aufzufüllen. Das ist halt schon sehr praktisch. Ja, und noch ein paar Infos zum Park allgemein. Also der Eintritt pro Person kostet 32.400 Pesos. Das sind etwa 31 Euro pro Person, aber für 3 Tage. Also man kann da schon gut das Geld auch rausholen. Ja, und der Park wurde zur Biosphäre von UNESCO erklärt. Also es hat schon seine Berechtigung. Es ist ja wirklich eine wunderschöne Landschaft. Also von dem her kann man die 2400 Quadratkilometer da sehr, sehr gut erkunden. Obwohl ja vieles schon sehr remote ist. Also an viele Ecken kommt man nicht. Aber das ist ja gerade das Schöne dran. Und kaum macht man sich's gemütlich hier in Patagonien, muss man schon wieder zusammenpacken, denn es fängt schon wieder an zu regnen. Ja, hier oben ist blauer Himmel, aber hier regnet es. Ja, wahrscheinlich wird der heutige Tag komplett so sein. Mal Regen, mal Sonne, aber ja, ist halt so und wir haben uns daran gewöhnt, oder? Meinst du? Also Wir sind schnell ja- rein. Wir sind wasserfest. Und dann würde ich sagen, wir packen auch gleich zusammen und fahren dann gleich los, oder? Genau, wir wollen ja noch eine kleine Runde heute Ja. machen. Was für eine schöne Landschaft das hier ist. Als wir hier in den Nationalpark reingefahren sind, da war alles grau in den Wolken, man hat praktisch nichts erkannt. Und jetzt sehen wir erst, wie schön das hier ist. Also gerade diese Serpentinen hier, das ist ja so wunderschön. Und wie groß? Und wie groß alles ist. riesig, dieser Ja, Park. das ist Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt zu diesem kleinen Walk. Wir wollen ja einen kleinen Spaziergang machen. Und Lena und Flo sind schon vorausgefahren. Wir treffen sie dann gleich da. Und ja, es wird sicher gut, ein bisschen die Kilometer von gestern auszulaufen. Ich hoffe, die Logik geht auf. So, wir sind ready und los geht's. Die Beine sind ein bisschen schwer von gestern, aber eine Sache wollen wir uns trotzdem ansehen. Und es ist ja nicht weit, es ist ein kleiner Spaziergang. Und zwar zum Mirador Cuernos. Cuernos heißt Hörner und wir haben schon den Verdacht. Hier vorne gibt es nämlich 2 Berge, die aussehen, als wären das so 2 Hörner. Ich glaube, es geht darum. Aber ja, wir sehen es vor allem, wenn wir dann ankommen. Es ist auch nicht weit, es sind, glaube ich, 2,5 Kilometer ein Weg und eigentlich fast flach. Also gut machbar, auch heute. Also sowas hatten wir hier nicht erwartet.
Also Berge und Schnee und Eis, ja, aber Wasserfälle? Geil. Glaubt ihr, wir schaffen es noch vor dem Regen? Puh. Ich glaube, das wird schwierig, ja. Die Sonne kommt gleich wieder raus. Voll witzig. Man kann hier anscheinend auch richtig viel über die lokalen Pflanzen lernen. Es gibt immer wieder Schilder bei bestimmten Pflanzen, die also den Namen beschreiben, und dann sieht man auch zum Beispiel Bilder von den Blüten oder von den Blättern, von den Eigenschaften. Das ist ganz interessant. Ich glaube, die haben geschummelt da vorne. Es sind schon jetzt 4 Kilometer und wir sind noch nicht mal am Ziel angekommen. Also am Ende haben wir doch 10 Kilometer nochmal heute in den Beinen. Schon wieder. Ja. Da sieht man, wie sportlich und fit wir mittlerweile sind. Nach der letzten Wanderung tut das hier richtig gut. Es geht nicht wirklich steil nach oben oder runter. Und ja, das Panorama ist halt einfach unglaublich. Also dieser Park ist ein Traum. Na? Da vorne sind die zwei Refugios, wo der Trail durchgeht. Der W, Der W, oder? ja. Oh, okay. Eins ist da vorne und eins ist da hinten. Und das sind tatsächlich die Cuernos. Sehr gut. Ach, bei dem Wetter versteht man es wirklich nicht. Vorhin die Regenjacke angezogen, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Das ist einfach so verwirrend. Aber eben, Patagonien ist typisch hier. Und immerhin haben wir eine Chance, dass sich der Nebel oder die Wolken da bei diesem Gletscher auch nochmal verziehen. Also der sieht ja auch so schon imposant aus. Gerade auch da, wo er so an der Kante hängt und man denkt, der fällt jetzt gleich runter. Aber natürlich wäre es schön, wenn die Sonne noch mal ein bisschen mehr rauskommt. Aber auf jeden Fall hat es sich gelohnt, würde ich sagen, oder? Ja, es waren ja auf jetzt jeden doch, Fall. wie viel? 5 Kilometer Fast 5 wahrscheinlich? Kilometer. Ja, also 10 bis wir zurück sind, aber das hilft bei der Regeneration. Genau. Bestimmt. Ja. Wie cool, dann sind hier einfach Guanacos direkt am Weg und die haben auch kleine, voll süß. Und die stören sich gar nicht an den überhaupt nicht. Leuten, die vorbeikommen. Schau mal, das hat sich sogar hingelegt, so entspannt ist das Kleine da. So nahe hatten wir die noch nie gesehen. Nein. Und die sind überhaupt nicht scheu. Also die essen hier und Komplett tiefenentspannt. wow. Die so nahe zu sehen, hätte ich jetzt niemals gedacht. Cool. So, das war jetzt doch nochmal anstrengender als erwartet. Darauf waren wir nicht eingestellt. Die Füße sind echt müde. Aber das war's jetzt, war richtig schön und wir hoffen jetzt auf eine letzte schöne Sache heute. Wir haben nämlich einen Tipp erhalten, wo man hier im Torres del Paine Nationalpark Pumas sehen können soll. Und das wäre einfach der Wahnsinn, wenn wir die auch noch zu sehen bekommen. Ja, wir fahren jetzt eine halbe Stunde oder so, dann kommen wir in das Gebiet rein und halten dann die Augen offen und hoffen, dass wir heute Glück haben, weil ich glaube, bei Pumas braucht man wirklich sehr viel Glück.
Wir sind jetzt in dieses Gebiet reingefahren, wo eben die Pumas sein sollen. Und wir fahren auch absichtlich besonders langsam. Klar, die Straße ist hier sowieso katastrophal, so wie allgemein im Park, die ist nicht so gut. Aber wir wollen natürlich auch nicht auffallen. Die Straße hier ist extrem wenig befahren und da würden wir natürlich einen großen Lärm verursachen, wenn wir da einfach durchbrettern. Und wir müssen ja auch ganz genau Ausschau halten. Die sind schon gut versteckt hier in dem Gras. Das hat alles so eine ähnliche Farbe wie deren Fell. Wir halten aber auch Ausschau nach Guanacos, denn die sind ein recht guter Tippgeber. Sobald sie Blickkontakt mit einem Puma haben, fangen sie an zu wiehern oder so zu lachen. Es ist so ein ganz spezifisches Geräusch. Und sie sehen den Puma an. Also da weiß man, sie haben Blickkontakt und da muss man eigentlich nur noch in diese Richtung sehen, wo sie eben hingucken. Und dann findet man vielleicht den Puma. Ja, wir sind jetzt einen halben Kilometer erst im Gebiet drin. Mal gucken, was die nächsten Kilometer für uns bereithalten. Wir sind schon, also ich bin ein bisschen aufgeregt, so einen Puma zu sehen, schon, oder? Also das wäre schon ein richtiges Highlight. Also ja. Wenn wir irgendwo einen Puma finden, das wow. Stell dir vor. Ja, das haben wir noch nie gesehen. Wart mal ab. Wart mal ab. Meinst du, da hat es etwas? Boah. Also haben wir jetzt da einen Puma gesehen. Ich glaube, wir haben einen gefunden, beziehungsweise wir haben hier jemanden getroffen, der uns einen gezeigt hat. Wir laufen jetzt dahin. Oh mein Gott. Also ich muss schon sagen, ich bin schon sehr aufgeregt. Und also mein Herz klopft richtig fest. Also, es ist unglaublich, sowas zu sehen. ¿Cuál es el nombre de ella? Ese se llama bicha. Bicha. Sí, bicha es como bicho, es como bicho. Mosquito, Sí, sí, como sí, mosquito. Also anscheinend ist das hier oben die Bicha und ist anscheinend 6 Jahre alt. Also es ist unbeschreiblich, dieses Gefühl zu haben, das so zu sehen in der Natur. Also wir haben jetzt schon vieles gesehen, aber das ist unglaublich. Also ich muss schon sagen, wir fühlen uns auch ganz sicher, weil dieser Guide hier ist.
Aber sonst würde ich mich nicht hier rausgetrauen. Dafür hätte ich einfach zu viel Angst. Und da hinten, da auf dem Berg, da ist sie. Die Bicha. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Wahnsinn, was war das jetzt gerade? Das ist doch nicht möglich. Ey, wir haben Pumas gesehen. Ja, wir haben einfach Pumas gesehen. Also... Boah. Unglaublich. Also wirklich unglaublich. Ich bin sprachlos. Also keine Ahnung, was ich sagen soll. Es ist nur noch blur. Ja, also ich muss ehrlich sagen, wie wir da so entlang gefahren sind, habe ich fast nicht mehr dran geglaubt, weil hier sind so viele Grasbüschel in diesem Beige, in diesem hellbraun, wo ich dachte, wir haben keine Chance, die zu entdecken, wenn sie sich nicht gerade voll bewegt und gefühlt einen Salto macht. Auch aber jetzt, als sie sich gar nicht bewegt hat, war es fast unmöglich, die zu erkennen. Also wenn man sie kurz aus den Augen verloren hat, war es richtig schwierig, die zu erkennen. Ja. Und dass wir die Leute getroffen haben, die seit 2 Tagen sind die auf der Pirsch quasi. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja, einfach so ein Glück. Ah, jetzt fahren wir zum Schlafplatz, oder? Ich glaube schon. Wir müssen das zuerst mal verdauen. Ja, fahren wir los. Aber wir sind auf jeden Fall sehr glücklich. Wir sind jetzt auch bereits wieder aus dem Nationalpark rausgefahren. Nachdem wir jetzt die Pumas gesehen haben, ja, ich glaube, besser wird es nicht mehr hier im Torres del Paine, obwohl ja, der Park ist unglaublich schön und wir sind richtig froh, dass wir hierher gefahren sind, oder? Also ganz ehrlich, Leute, dieser Nationalpark macht mich völlig fertig. Wir haben Guanacos gesehen, wir haben diese Türme gesehen, die Pumas, also... Ja, was will man mehr? Ja, es hat komplett meine Vorstellungskraft gesprengt. Also ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Besser wird es auf jeden Fall nicht mehr. Nein. Und deshalb beenden wir hier dieses Video. Wir hoffen, ihr hattet genauso Freude und Spaß wie wir. Und ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und vielleicht auch ein Puma-Emoji. Oder eine Katze. Gibt's das? Eine Katze auf jeden Fall. Ja, das wäre cool. Oder auch nur ein Like. Wir würden uns sehr freuen. Und damit sehen wir uns in einer Woche wieder, wenn es über die nächste Grenze geht. Ja. Hasta luego. Hasta luego. Und wehe, wenn irgendjemand in den Kommentaren was über meine Haare schreibt. Ist gar nicht lustig. Hi. Where are you from? California. Oh, nice. Yeah. Hello, you too.